Objektnummer SCP-019-DE, Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. Um SCP-019-DE einzudämmen und um seinen anomalen Effekt zu hemmen, ist dieses in Standort DE4 zu platzieren und in einem Eindämmungsschrank zu deponieren. Niemand darf seine Beschreibung verbalisieren, um den Effekt nicht ungewollt zu aktivieren. Diejenigen, die eine Beschreibung erzeugen, die treffend auf SCP-019-DE passt, müssen sich 14 Tagen Quarantäne beugen oder werden prompt zur Terminierung erfasst. Probanden, die sich in Quarantäne befinden, dürfen niemals vor jemandem das Wort erheben. Ebenfalls ist es vehement zu unterbinden, ihr Gesagtes mit einem Gerät aufzunehmen. Sollte eine Person die Beschreibung vernehmen, durch Nutzung unzureichender Ohrenprotektion muss sie auch 2 Wochen in Quarantäne gehen zur Vermeidung memetischer Masseninfektion. Es ist immer kompletter Ohrenschutz zu tragen, wenn man mit den memetisch Infizierten umgeht, denn wer hören kann, was die Infizierten sagen, erfährt auch, was ein Hörer der Beschreibung durchsteht. Wissen um SCP-019-DE bedingt von der Standortleitung auserwählt worden zu sein. Alle anderen, denen da ein Einblick gelingt, sackt das Sicherheitspersonal zur Verhaftung ein. Sollten SCP-019-DE-Mitarbeiter die Versetzung erleben, wird ihnen vorher noch abschließend ein Amnesikum der Klasse A gegeben. Beschreibung. SCP-019-DE beschreibt eine Petroleumleuchte, die aufgrund ihres schlechten Zustands mal wieder eine Wartung bräuchte. Es besteht aus rostigem Metall von schwarzer Farbe und auch aus Glas. Es kann außerdem leuchten durch die Verbrennung von Petroleumgas. Somit funktioniert sie wie alle anderen Öllampen ihrer Art, auch wenn sie schon im späten 19. Jahrhundert ihren Dienst antrat. Kann man SCP-019-DE normal beschreiben? Mitnichten. Ab mehr als 3 Wörtern im Satz zwingt es einen nämlich zum Dichten. Es gewährt Freiheit bei der Anzahl der pro Zeile genutzten Silben, doch die Zahl muss bei allen Zeilen gleich sein, um einen Vers zu bilden. In jedem Vers kann man die Silbenzahl immer wieder neu bestimmen und muss nur, um einer Reimart zu genügen, seine Wortwahl trimmen. Jedem Vers ist eine Reimfolge zuzuschreiben. Ähnlich wie bei der Silbenanzahl hat man die Wahl. Welche Reimform man wählt, ist fast vollkommen egal, aber ein Endreim darf hierbei niemals ausbleiben. Was aus diesen Regelungen zudem hervorgeht, ist, dass ein Vers aus mindestens 2 Zeilen besteht. Wird die Beschreibung des Objekts verbal ausgesprochen oder wird stattdessen eine Tonaufnahme benutzt, wird jeder, der nicht wirksam seine Ohren davor schützt, prompt von einem memetischen Wirkmittel betroffen. Opfer fangen an, nur noch in Gedichten zu reden, und ihr Gesagtes ist eine kognitive Gefahr, so wie die ursprüngliche Objektbeschreibung es war. Amnesika können diesen Effekt nicht beheben. 2 Wochen müssen sich Opfer am Dichten erfreuen, dann hört der Effekt auf zu wirken. Aber das bedingt, dass das Wirkmittel nicht in Hörweite erneut erklingt, denn wenn es gehört wird, beginnt der Countdown von Neuem. Wird SCP-019-DEs Beschreibung durch Niederschreiben oder Bilder durchgeführt, bekommt der Autor die dichterische Neigung, während ein Betrachter der Arbeit nichts verspürt.